und herzlich willkommen bei der Dialekte-Hotline. Mit welchem Dialekt kann ich Ihnen heute helfen? Mit Hessisch bitte. Gerne. Einen Moment, ich verbinde Sie. Hi Gude, ich bin Dominik, 31 Jahre, geboren in Frankfurt am Main. Ich mache allen möglichen kreativen Krempel so im Internet und ich babbel ganz wunderbares Hessisch. Hallo Dominik, schön dich kennenzulernen. Ja, ebenso. Kannst du es nochmal auf Hochdeutsch sagen? Hallo, ich bin Dominik, 31 Jahre, geboren in Frankfurt am Main. Ich mache ganz wunderbaren kreativen Krempel so im Internet und ich spreche ganz wunderbares Hessisch. Und wo wird dein Dialekt überall gesprochen? Im Grunde überall in Hessen. Hessisch wird in Hessen gesprochen, hör auf. Und sprechen da alle so? Oder ist das schon was Besonderes, wenn man Hessisch spricht? Ich glaube, man muss so ein Busy in die Ortschaften raus. Ein Busy? Busy. Was heißt ein Busy? Also ein klein wenig, so ein paar Kilometer. Und dann wird auf jeden Fall sehr hessisch gesprochen. Was würdest du sagen, ist das Besondere am hessischen Dialekt? Also dieses Mundwinkel runter und dann wird einfach so ein bisschen krumpeliger geredet. Ne? Also Bisschen was? Krumpeliger. Man nuschelt so busy. Da haben wir es wieder, das busy. Und ja, so Sätze werden einfach abgebrochen. Also haben wir, wird so Hammer oder glaube ich, glaubst oder es wird einfach so ein bisschen abgebrochen. Was wäre denn so ein Satz auf Hessisch, der mir im Alltag weiterhilft? Hä? Hä? Ja, gut, perfekt, genau so. Das ist doch kein Satz. Hä ist der hessischste Satz, den du sprechen kannst. Also als Beispiel, du bist neu irgendwie in Hessen, du läufst durch Frankfurt, dann schaust du dich einfach ein bisschen in der Gegend um und hä? Oder es kommt jemand, stellt dir eine Frage, du sagst, hä? Also hä ist einfach ein universelles Wort, es ist ein universeller Satz und wenn du hä beherrschst, dann beherrschst du auch Hessisch. Hä? Ja, gut. Hä? Ja? Hä? Wie sage ich denn Hallo auf Hessisch? Gude. Gerade so aus dem Raum Frankfurt, wo ich komme, ist auf jeden Fall das Gude. 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 Was heißt denn ich liebe dich auf Hessisch? Vielleicht wird man sowas sagen wie I guck dich immer an. Ey, guck dich immer an. Ja. Das soll ich liebe dich heißen. Definitiv nicht wörtlich übersetzt, aber ich glaube, so ein richtig hessisch übersetztes Ich liebe dich gibt's eigentlich nicht. Wenn jemand was so richtig verbockt hat, was sagt man dann auf Hessisch? Du Babsack oder du Hannebambel. Babsack ist... So ein klebriger Idiot. Ah, okay, alles klar. Und wenn ich was zu trinken bestellen will, wie würde ich das auf Hessisch machen? Da bestellst du dir auf jeden Fall so ein schönes Bembelge, so ein 4er, 6er, 8er, wie viel Dosch du auch immer hast. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was ist ein Bembelge, ne? Das klingt wieder wie eine Beleidigung. Nein, in Bembelge wird Appleboy serviert. Und Appleboy ist... Irgendwas mit Apfel? Ja. Und Voi? Wein? Ja, sehr gut. Apfelwein. Appleboy wird im Bembel gebracht, genau. Das ist so ein geschwungener Tonkrug. Wie schmeckt denn Appleboy? Wie gegorener Apfelsaft. Klingt jetzt nicht so lecker. Ich wusste, dass das kommt. Was ist denn dein Lieblingswort auf Hessisch? Halt dein Maul. Hä? Das beschreibt so richtig schön den rauen hessischen Dialekt. Aber ist auch ein bisschen gemein, ne? Ja, vielleicht, aber es ist ein sehr liebevolles Halt dein Maul. Das sagst du auch zu deinen Freunden? Ja, aber sowas von. Okay. Also, ne, du sagst es jetzt nicht so als Beleidigung, sondern jemand erzählt dir vielleicht irgendeine Geschichte, die so total unglaublich ist und dann sagst du, halt dein Maul. Dominik, es gibt ja in jedem Dialekt so Wörter, die so strange klingen, dass man nicht sofort versteht, was die heißen. Was wären da so hessische Wörter? Vielleicht das Kneipchen? Kneipchen? Ja. Die Kneipe. Haha, falsch. Ein Messer? Oh, wo kam der denn jetzt her? War richtig? Ja, Nee. doch. Ja, ich kenne das aus meiner Heimat. Da ist es ein Knippchen. Ja, siehst du? Im Siegerländer Dialekt, da ist es ein Messer. Kneipchen ist so ein kleines, also ein kleines Messer. Ist kein, wirklich so ein kleines Messer, mit dem du vielleicht so einen Apfel aufschneidest oder sowas. Ein was? Ein Apfel. Ah, ja. Wie wär's denn dann mit dem Dutt? Ein Dot? Ja, ist eine Frisur. Das ist richtig, aber nicht im Hessischen. Mach mal einen Satz. Ich pack's Essen in die Dutt. Eine Brotbox. Ah, nee, es geht in die Richtung. Eine Tüte? Yes. Eine Dot ist eine Tüte. Dutt ist eine Tüte. Gut möchtest du das. Hä? Denkst du, ich bin bereit für die Dialekte-Challenge? Ich hoffe. Sag mir einen Satz auf Hessisch, den ich jetzt lernen muss. Warte mal, wir wollen uns so schön hinter die Binse kippen, deswegen bestelle mal so ein 4er Bembelge und später zum Essen noch einen Handkäse mit Musik und eine Schäkri-Sauce. Das soll ein Satz sein. Sicher, das ist ein ganz normaler hessischer Satz. Heute mal, wir molle uns ein hinter die Binse kippen. Fangen wir mal damit an. Heute mal,
Hojema? Genau, hör mal zu. Ah ja. Pass mal auf. Hojema. Wir wollen uns einen hinter die Binse kippen. Wir wollen uns eins hinter die Binse kippe. Genau. Also hinter den Kopf so. Wir wollen uns einfach betrinken. In den Körper rein. Im besten Falle ja. Deswegen bestellen wir jetzt so ein 4er Bämbelsche. Deswegen bestellen wir jetzt so ein 4er Bämbelsche. Und später zum Essen dann einen schönen Handkäse mit Musik. Ein Handkäse? Weißt du, was Handkäse ist? Nein. Das ist auch eine Frankfurter Spezialität. Das ist so ein Hartkäse und der ist in Essig und Kümmel eingelegt. Und dann eine Grisauce. Grisauce ist? Eine grüne Soße. Es wird herkömmlicherweise mit Kartoffeln gegessen und dann mit den 7 Kräutern der grünen Soße. Und genau, dazu gibt es dann meist noch einen Schnitzel. Und was ist die Musik da drin? Also der Handkäse ist ja in Essig eingelegt und da ist Kümmel dabei und das nennt man dann Handkäse mit Musik. Okay, ich bin bereit. Ich probier's noch mal. Okay. Hojema, wollen wir uns einen hinter die Binse kippe und da bestellen wir einen 4er Bämbelsche und zum Essen einen Handkäse mit Musik und dazu Grisauce. Ah ja? Ja, für den Anfang war das gut. Danke, Dominik. Ja, sehr gerne. Sind wir fertig oder was? Hä? Tschö. Tschö. Das war die Dialekte-Hotline auf Hessisch. Und welches ist euer Lieblingswort auf Hessisch? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Hey, und so ein Handkäse, ne, würde ich schon auch gerne mal probieren.